Wenn man dich jemals als emotional nicht verfügbar bezeichnet hat oder wenn du immer wieder Partner anziehst, die es sind, dann wird dieses Video alles für dich verändern. Denn hier ist die Wahrheit. Emotionale Unverfügbarkeit ist kein Persönlichkeitsmerkmal. Es ist nicht, wer du bist. Es ist ein Schutzmechanismus, der in deiner Kindheit entstanden ist, um dich vor dem Schmerz zu bewahren. Und solange du nicht verstehst, woher er kommt und warum du so handelst, wirst du immer wieder dieselbe Muster wiederholen und Menschen wegstoßen. Nähe als erdrückend empfinden oder Partner wählen, die dir niemals wirklich begegnen können. Ich bin Gülizar Ellen, Unternehmerin, Make-up-Artist. Aber vor allem habe ich viele Jahre damit verbracht, die Psychologie emotionaler Wunden zu studieren und wie sie sich in unserem Erwachsenenbeziehungen zeigen. Und heute gehen wir tiefer. Ich nehme dich durch die konkreten Kindheitswunden, die emotionale Unverfügbarkeit erschaffen, beim Mann und auch bei Frau. Keine oberflächlichen Tipps werden es sein, keine Instagram-Psychologie, sondern die echten, klinischen, wissenschaftlich erforschten Gründen, warum Nähe sich beängstigend anfühlt. Und selbst dann, wenn du sie dir eigentlich wünschst. Also nimm dir ein Notizbuch, mach dir einen Tee und lass uns diese Arbeit gemeinsam machen. So, lass uns zuerst klären, worüber wir hier eigentlich sprechen. Emotionale Unverfügbarkeit bedeutet nicht kalt oder gefühlslos zu sein. Es bedeutet, dass eine Mauer zwischen dir und echter Intimität steht. Sie zeigt sich zum Beispiel durch Menschen auf Abstand halten, selbst wenn du sie magst. Dich eingeengt oder gefangen fühlen, wenn jemand dir zu nahe kommt. Deine Gefühle zu analysieren, statt sie zu fühlen. Ghosting oder Rückzug bei Konflikten. Partner wählen, die selbst unerreichbar sind, damit du dich nicht ganz öffnen musst. Verbindungen spielen, ohne wirklich jemanden heranzulassen. Ganz wichtig ist, es ist nicht deine Schuld. Emotionale Unverfügbarkeit ist eine Anpassung. Es ist die Art, wie dein Nervensystem gelernt hat zu überleben. In einem Umfeld, in dem Verletzlichkeit nicht sicher war. Vielleicht wurdest du zurückgewiesen, wenn du Bedürfnisse geäußert hast. Vielleicht wurdest du bestraft, wenn du Gefühle gezeigt hast. Vielleicht bedeutet Nähe, dich selbst zu verlieren. Also hast du eine Mauer gebaut und diese Mauer hat dich geschützt als Kind. Aber heute als Erwachsener hält genau diese Mauer dich von der Liebe, der Verbindung und der Tiefe fern, nach der du dich eigentlich sehnst. Und der erste Schritt ist, sich zu verstehen, wie sie überhaupt entstanden ist. Wie ich am Anfang angekündigt habe, spreche ich über Frau und Mann. Also beginnen wir mit den Wunden, die sich am häufigsten bei Frauen zeigen, die mit emotionaler Unverfügbarkeit kämpfen. Wunde 1, die brave Mädchenwunde. Wenn du als Kind gelobt wurdest, unkompliziert, pflegeleicht und kein Drama zu sein, hast du gelernt, dass deine Bedürfnisse unbequem sind. Dass es dich schwierig macht, etwas zu wollen, dass Gefühle dich zu viel machen. Also hast du unterdrückt. Du hast unabhängig performt. Du wurdest das Mädchen, das nichts braucht. Und alle mochten dich dafür. Aber was dir niemand gesagt hat, das war keine Liebe. Das war Anerkennung dafür, dass du dich klein gemacht hast. Heute kannst du nicht in Beziehungen nicht um das bitten, was du brauchst. Du spielst deine Gefühle herunter. Du spielst Stärke, selbst wenn du innerlich zerbrichst. Und Partner sehen dich als perfekt, bis sie merken, dass sie dich eigentlich gar nicht kennen, weil du dein ganzes Leben lang deine Menschlichkeit versteckt hast, um geliebt zu werden. Die versorgende Tochter, Wunde 2. Wenn du das emotionale Auffangnetz deiner Eltern warst, die Therapeuten, die Vermittlerin, diejenige, die alles zusammengehalten hat, wurdest du parentifiziert. Parentifizierung lehrt dich, dass deine Rolle in Beziehungen darin besteht, zu geben, nichts zu empfangen. Heute fühlt es sich falsch an, wenn sich jemand um dich kümmert. Unangenehm, als würdest du deinen Job nicht richtig machen. Denn dein Job war es zu lernen, stark zu sein. Diejenige, die nichts braucht. Studien zeigen, dass parentifizierte Kinder hochgradig unabhängig werden und Schwierigkeiten haben, Liebe anzunehmen. Sie sind emotional unverfügbar, weil sie keine Nähe wollen, weil Empfangen sich wie Schwäche anfühlt. Wunde 3, emotionale Invalidierung. Wenn deine Eltern Dinge gesagt haben wie, hör auf so dramatisch zu sein, stell dich nicht so an oder du bist zu sensibel, hast du gelernt, dass deine Gefühle nicht gültig sind, dass deine innere Welt zu viel ist, dass Gefühle etwas sind, wofür man sich schämen muss. Heute gaslightest du dich selbst. Du hinterfragst, ob du überhaupt verletzt werden darfst. Du rationalisierst deinen Schmerz weg. Und das macht dich emotional unverfügbar. Denn du kannst nichts teilen, dem du selbst nicht vertraust. Studien zeigen, dass emotionale Invalidierung in der Kindheit zu Alexithymie führt, der Schwierigkeit, eigene Gefühle zu erkennen und auszudrücken. So verlierst du den Kontakt zu dir selbst. Und wenn du von dir selbst getrennt bist, wie soll dann echte Verbindung mit anderen entstehen? Wunde 4. Der abwesende oder distanzierte Vater. Wenn dein Vater emotional nicht verfügbar war, wurde das zu deiner Blaupause für männliche Liebe.
Du hast gelernt, Männer sind distanziert. Zuneigung ist knapp. Liebe muss verdient und verfolgt werden. Heute fühlt sich emotional verfügbare Mann konstant, präsent, aufmerksam für dein Nervensystem nicht wie Liebe an. Er fühlt sich langweilig an, reizlos, als würde etwas fehlen. Denn deine Blaupause für Chemie ist Chaos. Distanz, die Angst, mag er mich. Studien zeigen, dass Frauen mit emotional abwesenden Vätern häufiger ängstliche oder vermeidende Bindungsmuster entwickeln. Wunde 5. Perfektionismus und bedingte Liebe. Wenn du nur für Leistung gelobt wurdest, gute Noten, gutes Benehmen, Erfolg, hast du gelernt, dass Liebe verdient werden muss. Dass du, so wie du bist, nicht genug bist. Aber du plus Leistung, das ist liebenswert. Heute hast du Angst, gesehen zu werden, wenn du nicht funktionierst, wenn du kämpfst, wenn du unperfekt bist. Nähe erfordert genau das Gegenteil. Unordnung, Verletzlichkeit, ohne Rüstung da zu sein. Und das fühlt sich für dein Nervensystem immer noch an wie verlassen werden. Wunde 6. Verstrickung mit einem Elternteil. Wenn deine Mutter dich zu ihrer Therapeutin, beste Freundin oder emotionale Stütze gemacht hat, warst du verstrickt. Verstrickung lehrt dich, Nähe bedeutet, dich selbst zu verlieren. Heute fühlt sich Nähe wie Erstickung an, als würdest du verschwinden. Studien zeigen, dass verstrickte Kinder gleichzeitig abhängig und vermeidende Muster entwickeln. Sie verschmelzen schnell und ziehen sich dann panisch zurück. So, das war es jetzt erstmal mit den 6 Wunden der Frauen, die ich analysiert habe. Jetzt sprechen wir über die Männer. Denn emotionale Unverfügbarkeit bei Männern sieht oft anders aus und hat auch andere Wurzeln. Wunde 1. Jungen weinen nicht. Wenn ihm gesagt wurde, er soll männlich sein, stark sein oder Jungen weinen nicht, hat er gelernt, dass Gefühle Schwäche sind. Dass Verletzlichkeit beschämend ist. Dass echte Männer nicht fühlen, sie reparieren, versorgen, zeigen Stärke. Forschung zeigt, dass Jungen, die für Zeigen von Emotionen beschämt werden, Alexithymie entwickeln, emotionale Blindheit. Sie können Gefühle buchstäblich nicht erkennen oder ausdrücken. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht können. In Beziehung schaltet er sich deshalb bei Konflikten aus. Er mauert, er schweigt, er zieht sich zurück. Nicht, weil es ihm egal ist, sondern weil er keine Werkzeuge hat, um Gefühle zu verarbeiten oder auszudrücken. Wunde 2. Der abwesende Vater bei Männern. Wenn sein Vater körperlich anwesend, emotional aber abwesend war, hat er nie gelernt, wie emotionale Präsenz aussieht. Sein Vater sorgte finanziell, aber nicht emotional. Er war da, aber nicht wirklich da. Deshalb wiederholt er diese Muster. Er denkt, Liebe bedeutet Rechnung zahlen, Probleme lösen, physisch präsent zu sein. Aber er weiß nicht, wie man fragt, wie fühlst du dich? Wie man mit Emotionen sitzt, wie man präsent ist. Studien zeigen, dass Söhne emotional distanzierter Väter als Erwachsene Schwierigkeiten haben. Sie werden vermeidend, priorisieren Arbeit über Verbindung, sind körperlich da, emotional aber weg. Wunde 3. Das Goldkind. Mamas besonderer Junge. Wenn er das Goldkind seiner Mutter war, ihm gesagt wurde, er sei perfekt, bedingungslose Verehrung bekam, nie zur Rechenschaft gezogen wurde, entwickelt er ein aufgeblähtes, aber zerbrechliches Ego. Jetzt erwartet er dieselbe Anbetung von jeder Frau, mit der er eine Beziehung eingeht. Aber erwachsene Liebe ist keine bedingungslose Verehrung. Sie ist Partnerschaft, Verantwortung, gegenseitige Anstrengung. Studien zeigen, dass Goldkinder narzisstische Züge entwickeln und vermeidende Bindungen eingehen. Sie haben Schwierigkeiten mit Kritik, fühlen sich bewundernswürdig, ziehen sich zurück, wenn sie herausgefordert werden. Wunde 4. Der Beschützer, parentifizierte Jungen. Wenn er seine Mutter oder Geschwister beschützen musste, wenn er gezwungen war, zu früh der Mann im Haus zu sein, hat er gelernt, dass Schwäche Menschen in Gefahr bringt, dass er für alle stark sein muss, dass Verletzlichkeit ein Versagen ist. Jetzt kann er nicht um Hilfe bitten, kann nicht zugeben, wenn es ihm schlecht geht, trägt alles alleine. Forschung zeigt, dass parentifizierte Jungen hyperunabhängig und vermeidend werden. Sie sehen Bedürftigkeit als Schwäche und schließen andere aus. Sie regeln alles alleine. Wunde 5. Emotionale Vernachlässigung. Wenn seine emotionalen Bedürfnisse konstant ignoriert wurden, niemand nach ihm gefragt oder gesehen hat, ihn nicht getröstet hat oder seine Gefühle bestätigt hat, lernt er, dass Bedürftigkeit eine Last ist. Deshalb kommuniziert er seine Bedürfnisse nicht, bittet nicht um Bestätigung und zieht sich auch nicht zurück. Studien zeigen, dass emotional vernachlässigte Kinder eine distanzierte, vermeidende Bindung entwickeln. Sie minimieren ihre Bedürfnisse, beruhigen sich in Isolation und lehnen emotionale Unterstützung ab. Wunde 6. Leistungsbasierter Selbstwert. Wenn er nur für Leistungen, Noten, Sport, Karriereerfolg geschätzt wurde,
lernt er, dass sein Wert rein funktional ist. Jetzt ist er Workaholic, priorisiert Erfolg über Verbindung und misst seinen Wert an Produktivität. Seine Ruhe wie Versagen wirkt. Einfach menschlich zu sein fühlt sich ungenügend an. Deshalb bleibt er emotional unverfügbar. Er gibt dir seinen Erfolg, sein Geld, seinen Status, aber nie seine Verletzlichkeit. Wenn du das hier siehst und diese Muster erkennst, bei dir oder jemanden, den du liebst, dann möchte ich, dass du wirklich weißt, es ist nicht deine Schuld. Es geht um Verstehen. Denn was du nicht verstehst, kannst du nicht heilen. Kann man überhaupt emotionale Unverfügbarkeit heilen? Es ist kein schneller Fix. Es ist ein Prozess. Aber hier sind die grundlegenden Schritte. Schritt 1. Benenne die Wunden. Du hast das gerade getan, indem du dieses Video angeschaut hast. Erkenne, welche Kindheitswunden dein Muster antreibt. 2. Trauere dem nach, was du nicht bekommen hast. Du kannst nicht vorwärts kommen, ohne die Kindheit zu betrauern, die du gebraucht hast, aber nicht hattest. Therapie, Tagebuch, somatische Arbeit macht die Trauerarbeit. 3. Lerne emotionale Sprache. Wenn es dir schwerfällt, Gefühle zu benennen, übe es. Ich fühle mich ängstlich. Ich habe Angst. Ich schäme mich. Baue den Wortschatz auf. 4. Übe Mikroverletzlichkeit. Du musst beim ersten Date nicht dein Traumata auskippen, aber übe kleine Akte der Verletzlichkeit. Teile Bedürfnisse, drück ein Gefühl aus. Lass jemand dir helfen. 5. Wähle sichere Menschen. Heilung geschieht in Beziehungen. Finde Menschen, Freunde, Therapeuten, Partner, die deinen Raum für Verletzlichkeit halten, ohne zu urteilen. 6. Trainiere dein Nervensystem. Dein Körper glaubt noch, Verletzlichkeit sei Gefahr. Somatische Therapie, EMDR oder traumasensible Methoden können helfen, diese Reaktion umzuprogrammieren. Zu guter Letzt, 7. Sei geduldig mit dir. Diese Wunden brauchen Jahre, um zu entstehen. Sie braucht Zeit zur Heilung und das ist okay. Du bist nicht kaputt. Du bist nicht unliebenswert. Du schützt nur einen Teil von dir, der früher Schutz gebraucht hat. Aber jetzt bist du sicher. Du darfst anders wählen. Wenn dich dieses Video berührt hat, möchte ich von dir in den Kommentaren hören. Welche Wunden haben dich am meisten getroffen? Erkennst du dich selbst oder jemanden, den du liebst? Das ist die Arbeit, für die ich am meisten brenne, Menschen zu helfen, die psychologischen Wurzeln ihres Schmerzens zu verstehen, damit sie ihn in Wachstum verwandeln können. Jeden Donnerstag veröffentliche ich ein neues Thema wie diesen: toxische Beziehungen, Traumabindung, Selbstwert, innere Kindarbeit und Heilung. Also abonniere, wenn du tiefer gehen möchtest. Und teile das Video mit jemandem, der es braucht, gerade im Moment. Und denk daran, emotionale Unverfügbarkeit ist nicht, wer du bist. Es ist, was du gelernt hast, um zu überleben. Und jetzt darfst du diese emotionale Unverfügbarkeit verlernen. Bis zur nächsten Woche. Pass gut auf dich auf und ich liebe dich. Tschüss.